Servus miteinander und herzlich willkommen zurück bei Deus Ex. Und ich muss zugeben, ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, wo ich hin muss, weil ich nämlich schon seit ein paar Tagen nicht mehr gespielt habe und sich derweil bei mir einiges so gesamtheitlich getan hat. Und aus diesem Grunde, aus diesem kühnen Grunde, bin ich gerade völlig planlos. Ne, da muss ich nicht runter. Lauf, Adam. Na los. So, Sperrzone verlassen. Ja, da sperrt aber auch keiner mehr, weil da ist auch keiner mehr im Stoffwechsel. So schnell kann das gehen. Okay. Diesen Bereich verlassen. Ja, da ist halt ja auch nicht mehr viel, ne? Also in dem Bereich ist insgesamt nicht mehr viel. Hauptsächlich Leichen. Ja, ja, Leichen. Immer diese Leichen. Ja, die Ladezeiten sind auch mit den letzten Patches nicht kürzer geworden. Was sich allerdings geändert hat, ist, dass man meine Krake jetzt oben links sieht. Und zwar nicht mehr durchsichtig, nicht mehr vollständig, sondern leicht durchsichtig. Weil wir im 21. Jahrhundert leben und ein Bild durchsichtig zu gestalten keine so große Kunst ist. Nicht mehr. Das ist nämlich nur noch eine Einstellung. Und die ist ziemlich einfach zu erledigen. Ja. Falls im Hintergrund irgendwelche ganz komischen Geräusche, vor allem laute Geräusche unterwegs sind, wundert euch bitte nicht. Und das hat hauptsächlich damit zu tun, dass sie bei mir gegenüber gerade bauen. Und da ist so ein riesiger Bagger und der hebt irgendein Loch aus und tut Dinge, von denen ich keine Ahnung habe hauptsächlich. Und ich weiß auch nicht mal, was die da hinbauen. Das könnte ein Haus werden, das könnte eine Glasfaserleitung. Ich habe keinen Plan. Das ist eh eine freie Fläche und jetzt heben die aus und dann machen die da Dinge und dann werden wir schon sehen, was wir davon haben am Ende. Und ja. Was gibt's sonst noch zu erzählen? Ich habe angefangen Arc zu spielen, jetzt wo das Add-on raus ist. Allerdings noch ohne Add-on und mit meiner Frau zusammen zocke ich da ziemlich viel. Ein bisschen zu viel vielleicht. Aber das werde ich sicherlich dann, ich glaube, das habe ich schon mal angesprochen, mit dem Drake und mit dem Chaos, wenn wir dann nochmal ein bisschen streamen. Das wird sicher lustig. Und super chaotisch. Und jetzt ist endlich die Ladepause vorbei. Hell yeah. Whoa, Aug, what do you think you're doing? This train car is for naturals. Come on, let's see your paperwork. Here, everything's in order. Ja. These are nice, but you still have to play by the rules, understand? Stay out of the natural section. Learn it, live it. Go. Learn it, live it. Ich frage mich, wie die da was sehen. What the hell did you do, Jensen? State police are saying another augmented terrorist just hit them at the train station. They were interfering with evidence collection. Fucking A. Now I'm ordering you to see our psychologist. Another damn clank. Ozen's in the office waiting for you. Copy that. Have to meet Smiley there anyway. We'll do it fast, because Cheng found us a new lead in the case. In telecam footage fingering Ark. It's gonna put you inside Gollum City. Mir ist auch aufgefallen zwischenzeitlich, dass ich, wie heißt es, irgendwo zwischenzeitlich mal so Probleme in den Videos habe. Wurde ich darauf angesprochen, dass da eventuell nicht so, dass das nicht so gut ausschaut. In den tatsächlichen Aufnahmen, in den Videos habe ich nichts feststellen können. That's quite a look. Aber davon abgesehen, ja. Good luck finding the people who hacked us. Hopefully it will turn out to be nothing. Adam, I finally decrypted the audio off the Whisper chip tap. Fucking cold, man. You gotta hear it. I have my hands full right now. Tell me where you are and I'll come when I can. There's an old limb clinic in the Daphne district. It's closed down. Nobody goes there anymore. I'll be inside. Aha. Ah, okay, da hat sie mir jetzt direkt den Code geschickt. Damit ich mich da nicht reinhacken muss. Ich frage mich zwar, was diese Laser hier machen sollen, aber... Ja. Ich bin hier. Ja, hallo? Seid ihr jetzt bescheuert? Das war jetzt so nicht geplant. Hä?
ganz komisches Zeug hier. Sei bloß das Spiel buggt. Bis jetzt habe ich eigentlich fast keine Bugs gehabt. Was ich eigentlich ziemlich gut finde. Heutzutage ist das ja nicht mehr so normal, muss man ganz ehrlich sagen. Ich versuche mich gerade ein bisschen bequemer hinzusetzen. Aber so richtig bequem sitze ich irgendwie seit ich meinen neuen Tisch hier habe und den Greifarm hier, sitze ich jetzt nicht mehr ganz so gut. Darauf muss man dann doch ein bisschen achten, wenn man eh schon den ganzen Tag sitzt, weil ich habe ja einen Bürojob und dann muss man wirklich aufpassen, dass man nicht irgendwie Rückenschäden bekommt. So sitze ich besser. Bisschen zumindest. Ich sitze immer noch ein bisschen schräg. Jetzt geht die Tür auf einmal auf. Naja. Manchmal muss man zweimal hin. Ja gut, ich gehe ja schon. Forensics. Vom Cheng müsste ich ja noch was machen. Ist Fletcher hier. Hey, how's it going? Do you have the scan? Yeah, it's right here. You're a lifesaver, Adam. Seriously, Miller was in a foul mood when he left here. I don't need to give him another excuse to chew me out. He left. Where'd he go? Didn't ask, didn't think he wanted me to know. Did those state police jerks give you any grief? It's like you said. They shot first, so I took care of it. Oh, okay. Good. They had it coming. So what's on the scan? Oh, that. I have no idea. What? You told me you found something big. I didn't say I knew what it was, Adam. I said it was something that could blow this case wide open. Now, I don't know about you, but I'm not buying this whole ARC did it angle. I believe what the evidence tells me. This DSD has all the answers we need, from the chemical makeup of the explosive used down to the material in the victim's clothing. I'm sure of it. Okay, so how long until we're all sure of it? Oh, it'll take hours to sift through the data, and I'm seeing Sonia later to apologize for any issues I may have caused with the state police. Plus, I do have other cases to work on too, Adam. I'll let you know when I find something. When, haha. You do that. Take it easy. Ey, der traut mir auch nicht unbedingt, hä? Thanks again, Adam. I really do hope there's something useful on that DSD. Ja, okay, verstehe. Der traut mir nicht. Oh, cool. Ich habe einen neuen Praxispunkt bekommen. Und den gucken wir uns doch gleich mal an. Das sieht hier oben so verbrechermäßig aus, finde ich. Unglaublich. Ja, Verschleierung haben wir schon auf Maximum. Ich will aber auch noch das verstärken. Weil nämlich dadurch geht der direkt auf Level 2 hoch, wenn ich irgendwas verstärke, einen Knotenpunkt. Und das Ding ist dann viel schwerer für das Tracer-Programm zu hacken. Das heißt, ich komme da wesentlich besser durch. Also, der Neural Optik Knotenverstärker 1.2 wurde verbessert und berücksichtigt jetzt aktiv statistische Anomalien. Das Subsystem sammelt Informationen über die für den normalen Betrieb des Systems erforderlichen Ressourcen und erkennt damit Bereiche mit erhöhter Netzwerkaktivität. Dies ermöglicht die Identifizierung einer Diagnosesubroutine vor einem systemweiten Alarm, wodurch der Hacker zusätzlich Zeit gewinnt, um die Subsysteme der Version 1.1 zur Vorbereitung der Verteidigung zu initialisieren. Auf diese Weise wird die Untersuchung durch Diagnosesubroutinen weiterhin verzögert und der Hacker ist vor den meisten gängigen Systemen zur Entdeckung von Eindringlingen geschützt. Kauf ich. Mag ich. Mag ich. Verstehst? Gefällt mir. Hallo Psychologe. I'm Delero Zen. I appreciate you coming in to speak with me and... Well, I know you're probably getting this from everyone today, but I need to ask. Are you okay? I've seen footage from the train station, but being there must have... Is that what this is about? No, that was sympathy. This is a standard agent health interview to determine combat readiness. Here, I got you this from the dispensary. You got me neuropazine? Look, Doc, I was caught off guard by a terrorist attack. Might have knocked some things out of whack, but it doesn't mean my body's gonna start rejecting my augments. True. But traumatic experiences can kick a hornet's nest into the immune system. In patients with neuroprosthetics... Would you believe me if I told you my body doesn't reject mechanical implants? No. But my policy is for straight talk only in the room, so if you want me to believe that you're some kind of medical miracle, I guess I'll have to go with it. Please, have a seat. Ich bin tatsächlich
immun gegen diese I've Abstoßung. been looking over your file. There's some very interesting history here. Mind if we take a trip down memory lane? Is this gonna take long? Ach, wir haben noch It says Zeit. here that you were with Detroit SWAT, but left in 26 to head up Seraph Industries Security Division. David Seraph was at the center of America's augmentation debate. Ja. Ist das eine Frage oder eine Feststellung? Ich sag mal, die wirkt mir jetzt sympathisch. Ich werde mich wahrscheinlich tierisch verhauen dabei, aber ich klick mal. David Seraph always attracted a lot of controversy. Yes, I've seen some of his interviews. A firm believer in human enhancement technologies. I wonder if the incident changed his view? Nö. Certainly didn't seem that way on the day. You were with him then? In Panchea? When the incident happened? Jo. Will hier anfangs nicht. Oder zum Punkt kommen, ich erinnere mich nicht. Natürlich war ich dabei. Hallo. Da stehe ich dazu. Da stehe ich drauf. Not at first. I was investigating the people responsible for attacking Seraph Industries. I was this close to exposing them when the incident hit. You weren't affected? No. So how did you end up in Panchea? I found out Seraph had left for the Arctic installation without me. I knew it was still under construction and most of its workforce was augmented. But by the time I got there, the damage had been done. Is there a reason we're dredging up the past? Because I don't see what any of this has to do with current events. Don't you? Panchea was the fulcrum, Adam. For you and for all of society, everything changed that day. They dragged you out of the ocean and into a world that hates and fears people like you. Which actually leads me to my next question. So far, no one's claimed responsibility for the attack at Rizika. But with the human restoration vote coming, well, it's no secret Prague has become the symbol of legalized augmented oppression. And the Augmented Rights Coalition is camped at its back door, trying to expose and resist it. Most of the world thinks of them as terrorists. Augmented terrorists. If it turns out they are guilty, well, being augmented yourself... How am I gonna feel? Keine Entschuldigung. Es geht nicht um Optis gegen natürliche Delara, es geht um Terrorismus und für mich gibt es keine Entschuldigung für den Mord an Unschuldigen. Keinen guten Grund. Ich versuche das mal so mit einer Adam Jensen-artigen Stimme zu machen. Es ist egal, was ich davon halte, Doc. Ich habe einen Job. Ich muss weiteres Blutvergießen verhindern. Und das habe ich auch vor. Oder, komplexes Problem, es gibt keine simplen Antworten, Doc. Wenn es die Augmentierten waren, dachten sie vielleicht, es wäre die einzige Lösung. Oder dass der Terrorismus aufhört, wenn die herrschende Klasse begreift, wie oft ihr eigenes Verhalten dazu führt. Eigentlich ist es ein komplexes Problem. There are no easy answers, Doc. If the Augmented are behind this, maybe they felt it was their only recourse. Or maybe terrorism would stop if the ruling class realized how often their own actions contribute to it. So investigating ARC, there's no value conflict for you? Right now, I'm just a cop, and it's criminals that are responsible for this chaos, augmented or not. My job is to prevent further bloodshed. That's good to hear. Listen, Adam, I appreciate you taking the time to talk with me. Ich krieg sogar Falten auf der Stirn. I didn't realize I had a choice. You didn't? Still, I thank you. I'll let the director know that I'm officially clearing you for the field. Well, it's probably best if I get back to work, Doc. I'll see you around. Ich kann es zwar verstehen, aber ich würde jetzt mal sagen, so im klassischen Sinne, würde ich sagen, dass Thanks es again nicht for going normal over your ist. file with me, Adam. I think most of the other agents see a plague cross on my door. Dass die meisten Psychologen wahrscheinlich nicht so hübsch sind. Na. Okay. Dann, bin ich wieder freigegeben für den offenen Feldeinsatz. Was? Vega? Achso, Vega in der Limklinik aufsuchen. Ja, natürlich. Machen wir. Machen wir uns doch gleich mal auf den Weg, oder? Didn't get held up at a checkpoint or something, did you? I'm inside the clinic waiting for you. Sorry, Alex. I'll be there as soon as I can. Hope you're not losing sight of what's important here. Sorry, this place just brings back memories. Don't take too long. Was ich interessant finde, ist, wie sehr man tatsächlich spürt und wie oft einem vor Augen geführt wird, wie die Optis, also die Augmentierten hier,
diskriminiert werden. Du wirst dauernd drangsaliert und dieses... Ich meine, letztendlich hat es das Gleiche wie damals mit den Schwarzen in anderen Bereichen der Welt, wenn zum Beispiel eine Rosa Parks damals sich geweigert hat... Ja, genau, was sie gesagt hat. Als eine Rosa Parks ich glaube in den USA sich geweigert hat, im Bus hinten zu sitzen, weil sie gesagt haben, du bist schwarz, du musst... Achso, das ist bloß eine Pizzakarton. Das sah so aus, ob sich das irgendwie... als ob es ein bisschen geleuchtet hätte oder sowas. Als eine Rosa Parks sich damals geweigert hat, im Bus hinten zu sitzen, weil ja vorne nur für die Schwarzen, für die Weißen reserviert war, wo man gedacht hat. Sehr viel anders ist das hier nicht und ich könnte mir vorstellen, dass Adam Jensen hier vielleicht tatsächlich so einen Stellenwert mal irgendwann einnehmen wird, wie eine Rosa Parks. Dass er wirklich, wirklich wichtig für diese komplette Augmentierungsszene, für die Bewegung und so wird. Hey, glad you can make it. Any trouble getting away? Miller's been giving me some leeway, but not much. I did survive a terror attack. You and me both. God, sometimes I really hate this city. It used to welcome people like us, go out of its way to entice Augs to live here. This clinic was built because Prague saw us as its future. Now, look at it. Times change, Alex. I know, trust me, even got the scars to prove it. Das würde mich jetzt interessieren. We've been working together for a few months now. Still don't know much about you. What, you trolling for my secrets now? Just the good ones. How did you join the Juggernaut Collective? They got me out of a tough spot. Before the incident. I was working for Bell Tower flying VIPs around Panama and I stumbled into something big. Something very important people didn't want anyone to know about. So, they ordered Bell Tower to kill me. Janus warned you? Got you out? A friend of Janus's, someone in the collective who used to work for Bell Tower too. You don't mess with these people, Adam. Not by yourself. I learned that the hard way. Ich wollte dazu noch irgendwas Intelligentes sagen und es ist mir jetzt wieder komplett entfallen. You're a valuable asset. The collective could have sent you anywhere. Why Prague? You really need to ask? Ever since the incident, paranoia and racism are eating this city alive. The whole world's watching just to see how Prague handles its AUG problem. Didn't realize the entire collective was pro-AUG. Not everyone is. But we all know our real enemies need chaos to operate in. Play the right chord, pull the right string, and Prague has plenty of that. Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Ich finde den Namen Juggernaut-Kollektiv ziemlich geil, weil Juggernaut ist im Prinzip das englische Wort für Lastzug und gilt als sowas, was unaufhaltsam ist. Und ich finde es interessant, dass die Diskriminierung gegen die Augmentierten als Rassismus bezeichnen, weil die Augmentierten ja an für sich keine eigene Rasse sind, sondern sie sind einfach nur augmentiert. You said we got something? Yeah, listen to this. A little heads up would have been nice. Sending your team to Dubai was my call, but now we need to go by the book. Focus on ARC. You want me to pin all of this on them? The bombings in Prague, the break-in at Vesellife, and Dubai? Officially, all 5 attacks involved augmented terrorists. Is that clear? Yes, sir. But send me the reports if you want me to prove it, because ARC don't operate in North America. They're setting up ARC, Adam. They sent you into that ambush in Dubai, and now they want to pin everything on the Augmented Rights Coalition. I told you Miller was dirty. Ja, hört sich interessant an. Allerdings, das stimmt auch. Miller wirkt eher, als ob er keinen Bock auf das Ganze hätte. Sounds to me like Miller's following orders. It also sounds like he's not happy about it. Alright, whatever. Maybe he's just a stooge. You can't say the same about the man he's talking to. His boss, Joseph Manderley. Director of TF-29 operations worldwide. The only person at Interpol higher than him is the General Secretariat. We need to play this smart, Alex. Think about what we heard. What was that bit about VersaLife? You mean the break-in that never happened? Yeah, I started digging into that right after I decrypted the conversation. What'd you find? Like I said, man, it's the break-in that never happened.
VersaLife is one of the biggest pharma companies on the planet. The only one still manufacturing neuropozyne. If it got broken into, it would have been big news. So why are they saying it did? VersaLife doesn't produce just neuropozyne. They've got a huge research and development division. Yeah? So? What does that have to do with ARC? Why frame them for break-in? They want them to look like terrorists. I guess it depends on what they'll say was stolen. See what the collective can dig up. If this really is a conspiracy, that break-in will be the thread to pull on. What are you gonna do? I'm gonna finish my investigation. Find out who really bombed the station. I'll let you know when I turn up. Same here. Good luck, Adam. Ja, werde ich brauchen. Okay. We still going to Gollum City? You are. Meet me at Kopecki's puppet shop. Your pilot's en route. I'll brief you there. Copy that. Okay, dann lesen wir nochmal ganz kurz das E-Book hier. Leitartikel Corporatocracy. Corporatocracy, okay, ist kein Schimpfwort. Und zweite Seite. Also das ist hier, also ich kann auch nächste Seite einfach sagen. Vorherige Seite? Ah, okay. Junge. Das ist vielleicht ein Wort. Corporatocracy. Interessant. Könnte auch einfach Kapitalismus sein. Credit, Zubehörteil. Gut, dann sind wir auch am Ende der Folge angelangt. Und mir bleibt nichts mehr, als mich von euch zu entscheiden. Ich kann heute nicht reden. Mich von euch zu verabschieden. Macht's es gut, bis zum nächsten Mal. Servus.